War zu lang und zu groß. Ich bin die ganze Zeit an der Kante gefahren. Ist aber alles gut gegangen, oder? Ja, ja. Hier sieht man's. Ja. Wie es passiert ist. Dich. Ja. Gut. Ja, ja, ist alles gut. Bei dir auch? Ja, aber ja. Gut. Okay. Ja, ich habe mich so gesehen, aber ich dachte, ich kann durch. Aber dann konnte ich nicht durch. Und dann konnte ich den Gleichgewicht nicht halten. Und bin so langsam geworden. Das sah wirklich gut aus, das war echt langsam. Wir versuchen Rekonstruktion zu machen. Ob das ein kleine Bärenabdrücke sind. So, da sieht man ihn ganz gut. Also, ich würde sagen, das sieht schon aus. Oder? Ich meine, es sind die 4 kleinen Vordertatzen und dann unten so der große Ballen da. Jo. So, Tisch. Ich denke, das ist ein Bär. Ein kleiner vielleicht, ja. Ungefähr 10 Zentimeter lang. Der ist so. Und der ganze Bär so Ja, groß. zwischen den Pfoten und den. So. Okay, der Bär scheint in der Zwischenzeit gewachsen zu sein. Hier sind jetzt schon echt ganz gute Abdrücke. Da sieht man halt nur die 4 Krallen so richtig. Das sind auf jeden Fall größere. Da vorne auch. Da, da und da. Da sind so die Abstände. Da. Oh, da auch, ja. Aber auch definitiv nicht von heute. Aber vielleicht von gestern. Aber naja gut, hier ist jetzt ein LKW vorhin rübergefahren. Aber es sieht schon ein bisschen ausgetrocknet aus. Schon noch ein bisschen frisch, aber auch ein bisschen ausgetrocknet. Ja, vielleicht gestern. Boah, da hinten wird es richtig steil. Wir fahren so runter. Jedenfalls von dem Blinkwinkel sieht das 90 Grad. Das sieht total krass aus, ja. Ich meine, die Straße hier ist ja nun schon echt. Naja, nicht steil, aber ich meine, wir fahren hier nicht schnell hoch. Jetzt sieht man da hinten diese fette Wand. Uff. Noch fleißig am Bären verscheuchen. Absolute Wildnis hier. Boah. Richtig genial. Echt. Boah. Atemberaubend. Es fehlen einem die Worte.
So, die nächste Flussüberquerung steht an. Sieht so aus, da wo ich bin hier, dass es mal eine Brücke gab. Aber die gibt es jetzt nicht mehr. Uff. Das sieht nicht schlecht aus. Ich weiß nicht, wie es von oben ausgesehen hat. Von oben sah es eigentlich ganz okay aus. Ist halt breit, aber ja, als Alternative gibt es hier hinten auf jeden Fall erstmal noch eine Hütte. Die können wir jetzt auch erstmal angucken. Aber Schlüssel vielleicht versteckt. Unter der Fußmatte. Oder der Fußmatte, die gibt's da. Ist abgeschlossen. Ist abgeschlossen. Leider, leider abgeschlossen. Da gibt es einen Tisch drin und eine Küche, einen Ofen. Alle, die wissen, was Schlüssel ist. Oder das ist nur für einen, der den Schlüssel immer dabei hat. Oder für die Leute, die auch. Das ist wahrscheinlich halt für die Ranger oder für die Parkwächter halt. Denke ich mal, ne? Also im Ferienhaus ist das nicht, in einem Nationalpark. klar. Ja. Aber ich dachte vielleicht. Aber eigentlich, ja, hätten sie auflassen können. Ja. Schon cool gewesen, hätten wir uns jetzt schon aufwärmen können. Knapp 11 Grad, 10,5 Grad. 10,5. Ja, das habe ich auch gesehen, das meine ich. So, wir haben jetzt nicht noch große Touren heute unternommen. Das war die letzte Aktion des Tages, den Barguzin zu durchqueren. Hier bauen wir jetzt unser Zelt auf. So eine alter Teil von der Straße, glaube ich, wo die Brücke halt früher irgendwie rüber ging. Mega geil hier. Schön weit oben. Sicher vor allen Bären. Und allen, was weiß ich, was es hier sonst noch so gibt. Uff. Super. Ja, das war der Barguzin. Abgefahren. Vor ein paar Tagen waren wir noch in Just Barguzin. Da wo der Barguzin dann quasi in den Baikalsee fließt. Und jetzt sind wir, naja, nicht so dicht an der Quelle, aber schon relativ dicht. Ich glaube, es sind so 20 Kilometer ungefähr, würde ich sagen. Da ist die Quelle, irgendwo mitten in den Bergen. Wunderschön wieder. Das Wasser nicht so kalt wie gestern. Auch super. Und Olga füllt jetzt gerade Wasser ab. Zum Kochen und zum Trinken. Spaghetti. Mit Ikra. Aus Zucchini. Und Krautsalat. Und frischen Zwiebeln. Nun kriegen wir das hier auf. So gut, okay. Schupp. Noch eins. Schupp. Noch ein? Gut. Ja, nee, erstmal gut. Und dann Zwiebeln. Zwiebeln, sehr gut. Deckel drauf.
Guten Appetit. Absolut. Noch ein Pass. Der letzte Pass im Nationalpark. Geht noch echt ziemlich steil bergauf. Ziemlich schlechte Straße. 6 Kilometer. Dann bergab. Irgendwie ja, da oben in so Serpentin geht das jetzt hoch, da hinten so. Also ich hätte dann eine Seilbahn bauen können. Ja. Das natürlich machen Für können. 250 Rubel Eintritt. Eine Seilbahn, die uns von unten muss man den, wenn wir rausfahren, in das Gästebuch reinschreiben. Genau. Ein krasser Ausblick. Mitten in der Natur. Ist absolut überhaupt nichts los. Wir sitzen auf so einem Stein hier, auf so einem fetten Felsen. Könnte man von der Straße aus ziemlich gut hochklettern. Scheint auch irgendwie wieder ein heiliger Platz zu sein. Hier liegt wieder überall das Geld rum. Eine Fahne von einem Motorradclub. Zigaretten auch, genau, die ganzen Zigaretten, die werden auch irgendwie so geopfert. Abgefahren. Was für ein Ort. Jetzt wären die Wege aber echt mal richtig scheiße. Das war bisher noch alles gut. Aber jetzt... Oh. Verdammt, ey.
für ein Weg? Hier kommt man aber nicht mit dem Auto durch. Wie kommen die hier mit ihren fetten Trucks durch? Das ist die absolute Hölle. Mountainbiking! Auf einem 55 Kilogramm Fahrrad. Uah. Jetzt sind wir auch verewigt. Das ist eine Art reisende Schrein oder so. Auf jeden. Absolut genial. Besteht aus allen möglichen irgendwelche Warnungswesten, Schilder, Flaggen, Sticker, sogar so ein Benzinkanister. Was ist das hier runtergefallen? Expedicja Almaty-Baikal. 110 Simnik. Come on, das ist alles nichts im Vergleich zu dem, was wir machen. Absolut, ich glaube ja, das sind alles so eine komischen Jeeps und Motorradfahrer und so weiter. Ja, es sind irgendwelche solche krasse Teile. Ne? Ja, genau, ja. Mit solchen Teilen fahren die Jungs hier lang. Das ist doch lächerlich. Mit dem Fahrrad. Bam. So sieht es nämlich aus. Passt noch einer hin? Ja. Das hier mal dicht Ja. pflastern. Sehr gut. Gut, also ja, wie es ausschaut, irgendwie ist es hier jetzt auch das Ende von der 110 I Jai-Sieg. Nee, 110 Simnik. Simnik, genau. Also Der Winterstraße. 110 Kilometer Winter. Ja, wir haben es ja gestern schon gezeigt. Dieser Schrein der ganzen Reisenden, die hier durchkommen. Den Nationalpark haben wir jetzt auch schon verlassen. Wie hieß der Dzerzhinsky? Dzerzhinsky Nationalpark. Das war auch absolut super. Man hat sich echt voll in der Natur gefühlt. Wir haben da ab und an so Bärenabdrücke gesehen und das war echt sehr, sehr schön und sehr, sehr naturverbunden, muss ich sagen. Ja, schon ja, absolut abenteuerlich. Definitiv. Eine echt geile Straße. Die Zum Teil- Flussüberquerungen. Zum Teil echt hart mit dem Fahrrad. Die Flussüberquerung und gestern auch die Straße. Teilweise mussten wir bergab schieben, weil die Straße so schlecht war.
ja, die runden Steine, die waren zu glatt und zu groß und ja. Aber ja, war echt schön. Und das Wetter war auch auf unserer Seite. Wir hatten echt wunderbares Wetter. Es hat einmal ein bisschen geregnet und ich glaube, wenn es anders wäre, wäre es auch schwerer. Ja, definitiv. Ja. Aber gut. Ja, also die 110 haben wir jetzt geschafft. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir hier aus der Wildnis raus sind. Also es sind jetzt noch 70 Kilometer bis Kumora, bis ins nächste Dorf. Da wollen wir morgen ankommen, also in 2 Tagen. Ich denke nicht, dass die Straße sonderlich besser wird und dass die Wildnis irgendwie aufhört. Ich denke, es wird die ganze Zeit noch so weitergehen. Und auch danach ist auch noch nicht Schluss. Aber dann haben wir erstmal wieder ein Dorf. Morgen wollen wir da ankommen. Ja, mal gucken, was das wird. Jetzt gibt es erstmal Frühstück, Haferflocken, Kaffee. Das Übliche. Ja, und dann geht's weiter. Sehr gut. Ich habe zufällig gerade noch ein Geocache gefunden. Ziemlich witzig. Da hinten, bei dem Tannenbaum. Ja. Dahinter. Frag mich nicht, was ich da gerade gemacht habe. Da stand die Box rum. Ja. Mit dem, So ein paar Leute haben sich da eingetragen. mit dem Buch, ja, dann kannst du auch eintragen. So Alle Leute aus Rumänien. Was gibt's hier noch so Gutes? Sehr gut, da gibt es diverse Geschenke. Sachen dann zum Tauschen. Istanbul, Magnet, Geil. Tee. Ist da ein Nagel drin? Wir brauchen einen Nagel. Nee, so Schraube, ein Kabel, ein Kondom. Und zu guter Letzt haben wir uns dazu entschieden, diesem Schrein auch beizutreten. Wir lassen unser gutes Rausgefahren-Schild hier und basteln uns ein neues. Das ist einfach ein zu genialer Ort, als dass wir es nicht hier lassen können. Ich finde, ja, es fügt sich sehr gut ins Gesamtbild ein, oder? Endlich mal hier ein bisschen Fahrradpower reingebracht in diese ganze Jeep- und Motorradwelt. Man sollte sich auf jeden Fall niemals über Straßen beschweren, weil es kann immer noch schlimmer werden.